herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 4. Episode unseres Abenteuers Die Reisen des Jason. Und in der 4. Episode gründen wir unsere Kolonie und wir können aussuchen zwischen Korinth, wenn wir uns eher militärisch behaupten wollen, oder Corcyra, eine reiche Insel, die wir wirtschaftlich ausbauen müssen. Wir müssen uns entscheiden, denn wir können nur eine Kolonie in diesem Abenteuer aufbauen. Ich werde natürlich beide Kolonien hier gründen. In der 5. Episode haben wir aber dann nur die Möglichkeit, mit einer Kolonie weiterzuspielen. Und wir gründen jetzt hier unsere Kolonie Corcyra. Hören wir mal, was man uns zu sagen hat. Als Dank für ihre Hilfe bei der Wiederbeschaffung des Horns der Amathea schenkt Dionysos ihnen die Insel Corcyra. Die Insel ist die Heimat seiner Amme Makris, die außerdem eine von Demeters Lieblingsnymphen ist. Daher ist das Land zweifach gesegnet und eignet sich vorzüglich für den Anbau von Trauben und Weizen. Dionysos ist in Geberlaune und könnte sie noch mehr belohnen, wenn sie ihm zu Ehren einen heiligen Hain bauen. Der Titel dieser Kolonie-Episode lautet Der Weg der Sichel. Ja, und die Ziele sind ein Heiligtum des Dionysos bauen, 32 Amphoren mit Wein für die Heimatstadt und 32 Weizengaben für die Heimatstadt zur Verfügung zu stellen und 16 Skulpturen. Schauen wir uns mal direkt diese reiche Insel an. Wir gehen wieder obligatorisch in den Pausenmodus und hier bei Übersicht schauen wir uns die Minimap an. Wir haben jetzt hier das Festland mit dem Immigrationspunkt und nach Westen kommen wir auf die Insel Corcyra. Ja, und die ist sehr groß mit ein paar Seen, Wäldern. Weiter nach Norden haben wir hier große Flächen, die fruchtbar sind. Ja, das sieht sehr gut aus. Hier weiter im Westen haben wir auf diesem Plateau auch nochmal fruchtbares Gebiet. Ja, und hier in der Mitte können wir unsere Stadt aufbauen. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir haben bei Farmen nur Weizenfarmen. Bei den Plantagen können wir Reben anbauen. Und bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen. Bei Gewerbe haben wir nur die Kelterei. So, wir haben auch Handelsposten, da gucken wir gleich nach. Hier haben wir alles. Bei Verwaltung haben wir auch alles. Wir können den Stadtpalast bauen und Steuer eintreiben. Bei Kultur haben wir alles. Bei der Mythologie können wir folgende Heiligtümer bauen: den Garten der Demeter, das Orakel des Apoll und den Hain des Dionysos. Beim Militär können wir alle Stadtbefestigungen entsprechend errichten und wir haben die Möglichkeit, Triremenhafen und einen Pferdehof zu errichten. Bei den Verschönerungen haben wir sämtliche Auswahlmöglichkeiten, auch bei den Erholungsgebieten. Das ist doch mal schön. Gut, schauen wir noch mal ganz kurz auf unsere Weltkarte. Ja, hier an der Westküste haben wir Corcyra und es bestehen Handelsrouten hier nach Libyen. Libyen kauft Skulpturen und Wein und verkauft Weizen und Olivenöl. Naja, dann haben wir die altbekannten Handelspartner. Stymphalos kauft nur Weizen und Wolle. Treusen ist ein Rivale. Naxos kauft Wolle, verkauft Marmor, Rüstung und Skulpturen. Eretria kauft Käse und verkauft Wein. Unsere Heimatstadt Iolkos kauft Rüstungen, Skulpturen und Wein und verkauft uns Wolle. Und wir haben noch Lemnos, kauft Holz und Olivenöl und verkauft Marmor und Wein. Ja, tatsächlich sind unsere Hauptexporte Weizen und Wein, den wir hier anbauen können. Ja, und ich würde sagen, wir bauen hier genau in der Mitte unsere Stadt auf. Da haben wir hier die fruchtbaren Gebiete. Ja, und hier können wir unsere ganzen Piere bauen, weil
Das ist ja eine Insel, wir haben keine Handelsposten, nur Piere. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Aufbau unserer Kolonie Corcyra. Ja, bevor wir anfangen zu bauen, müssen wir natürlich hier die Verbindung herstellen zwischen der Insel und dem Festland. Das machen wir sofort. So, jetzt können wir loslegen, unsere Stadt aufzubauen. Ja, wir haben direkt 2 Wohngebiete jetzt hier in der klassischen Koloniebauform aufgebaut. Auch schon direkt Architekturposten, Brunnen und Agora gebaut. Der Pausenmodus kann aufgehoben werden und wir gehen ganz schnell noch hier bei Gewerbe und werden die Prioritäten bei Gesundheit und Sicherheit auf hoch stellen. Ja, und jetzt warten wir auf unsere neuen Bürger. Hier müssen noch 2 Sperren hin. Ja, wir werden dann direkt mit der Weizen- und auch Weinproduktion beginnen. Wir haben allerdings viel Geld ausgegeben. Wir werden mal von unserer Heimatstadt etwas Geld fordern. Und auch von Lemnos werden wir mal Geld fordern. Obwohl, da können wir später Marmor fordern. Ne, dann gehen wir nach Eretria. Die können uns auch nochmal Geld geben. So. Dann haben wir gleich ein gutes Polster, wenn wir mit unserem Gewerbe beginnen. Ja, und da kommen auch schon unsere neuen Bürger über die Brücke auf die Insel. Das dauert jetzt ein wenig. Wir können aber schon mal alles für unseren Weizenanbau und für die Kultivierung der Reben vorbereiten. Wir ziehen die Straße mal hier weit in das fruchtbare Gebiet rein. Und dann werden wir auch hier eine Straße bauen. So. Weil hier können wir nachher Piere bauen. Mal schauen, ob wir tatsächlich auch Fisch produzieren. Da müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, wir können hier so viel Weizen anbauen. Da brauchen wir keinen Fisch. Wir kriegen eine Mitteilung, dass Trinakia entdeckt wurde. Wo liegt denn bitte Trinakia? Ja, und Naxos liebt uns, das ist schön. Hier ist Trinakia. Aha, das ist eine Stadt außerhalb unseres eigenen Landes und verkauft Holz, Oliven und Skulpturen. Ach, wir könnten auch Olivenöl herstellen. Olivenöl konnten wir doch auch verkaufen, oder? Ja, bei Lemnos. Ah, dann könnten wir auch noch Olivenöl herstellen. Haben wir denn eine Olivenpresse? Nee, wir können das überhaupt nicht herstellen. Okay, gut zu wissen. Ja, da sind jetzt unsere ersten Siedler. Nach einem langen Weg haben sie jetzt ihre Parzellen erreicht. Und Iolkos schenkt uns Olivenöl. Okay, später. Und Iolkos schenkt uns Weizen, auch später. Okay, und Iolkos gewährt uns die Drachmen. Und auch Eretria gewährt uns Geld. Ah, wunderbar. So, jetzt erstmal Warenlager hier und ein Silo hier. Ja, das können wir so bauen. So. Ja, und mittlerweile schon 100 Personen in unserer kleinen Kolonie. So, hier kommt das Silo hin. Dann brauchen wir den Architekten. Der kann hier hin. Und wir brauchen natürlich Sperren erstmal. So, Wolle kriegen wir auch geschenkt. Okay, dann nehmen wir jetzt die Wolle an. Dann brauchen wir doch noch ein Warenlager hier für Oliven. Dann stellen wir das direkt schon ein, beziehungsweise Olivenöl brauchen wir ja. Und das wird jetzt hier nur Wolle annehmen. Gut. Ja, und wir haben schon die ersten Arbeitslosen. Wir bauen jetzt hier erstmal Landarbeiterlager. Die können hier hin für unsere Reben. So, das Olivenöl nehmen wir an. Vielen Dank. Und auch den Weizen nehmen wir an. Dann können wir schon hier direkt den Lebensmittelhändler in diesem Stadtgebiet auf der Agora etablieren. So, jetzt aber
Weinreben. So, 22 Stück. Und dann bauen wir Weizenfarmen, die können hier hin. So, 6 Stück direkt gebaut. Wir klotzen hier mit dem Geld, was wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. So, und dann kann hier auch die Sperre hin, weil hier muss unser Architekt im Moment erstmal nicht hin. Ja, Lemnos liebt uns auch. Das ist sehr schön. Oh ja, jede Menge neue Bürger. Wir müssen noch für das zweite Wohngebiet definitiv hier die beiden Lagerhäuser bauen. Für Wolle und für Olivenöl. Und auch hier brauchen wir natürlich ein Silo. Und einen Architekten brauchen wir auch. So, ich möchte relativ früh anfangen, mein Heiligtum des Dionysos zu bauen, der ja auch hier positiv unsere Weinproduktion beeinflusst. Jetzt bauen wir aber erstmal die Piere unserer Handelspartner, nämlich Iolkos. Hier wird Wein gekauft und wer kauft den Weizen? Ich glaube, das war Libyen. Na, Libyen verkauft Weizen. Stymphalos kauft unseren Weizen. Okay, also dann das Pier von Iolkos. Da muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen roden. So, jetzt können wir das Pier von Iolkos bauen. Das kommt hier hin. Da müssen wir anschließen hier. Und passt denn da noch eins hin? Wo ist Stymphalos? Dort. Ja, obwohl Stymphalos kann eher hier hin, weil wir hier Weizen verkaufen. Obwohl, das ist eigentlich wurscht, oder? Nee, ich glaube, ich mache das so, dass hier das Pier von Stymphalos hinkommt. Ja, kommen wir ein bisschen weiter hier und machen wir es so. Okay. Ja, Arbeitsmarkt. Hier brauchen wir jetzt erstmal neue Bürger. Obwohl, da kommen welche. Und hier könnten wir in dem Silo mal entsprechend Folgendes machen. Weizen holen. Na, holen. Und da werden wir jetzt mal 8 Einheiten einstellen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal warten, bis die erste Weizenernte eingefahren wird. Ja, Gesundheit, da sollten wir gleich dran denken, sofort auch die Kliniken zu bauen. So, wir könnten aber bei Lemnos Marmor fordern. So, dieses Warenlager hier kann auch Marmor annehmen und dieses Warenlager kann noch Holz annehmen und Skulpturen. Unser Heiligtum für Dionysos werde ich hier hinbauen. Und dann kommt hier die ganze Produktion für Wein, weil Dionysos dann unsere Keltereien segnen kann. Ja, und mittlerweile schon 500 Personen in unserer Stadt. So, etwas Weizen haben wir im zweiten Silo. Auch hier kann jetzt der Lebensmittelhändler etabliert werden. Oh, und Naxos schenkt uns Marmor. 18 Platten. Super, dann können wir ja schon unser Heiligtum des Dionysos bauen. Wie gesagt, das kommt hier hin. Ja, ist das denn richtig rum? Ich glaube, ich muss das drehen. So. Jawohl. Okay, dann kann jetzt hier entsprechend der Weg gebaut werden. So. Und ja, ich würde jetzt Folgendes machen. Hier kommt nochmal ein Architekt hin. Das ist besser.
Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Ja, das stimmt, Demeter. So, dann haben wir bald wieder kein Geld, aber es dauert wirklich, bis wir hier entsprechend den Wein produzieren können. Ich muss nochmal Geld fordern. Von Iolkos, die verbittert sind, so schnell. Oh, das ist aber nicht schön. Okay, komm. Stimmverlust, du kannst uns nochmal etwas Geld geben. So, der Arbeitsmarkt, ja, da wandern ja jetzt noch jede Menge Bürger ein. Und Lemnos gewährt uns auch den Marmor, 6 Stück. So, dann brauchen wir natürlich jetzt noch hier unsere Kunsthandwerkergilde. Dann hier hin. Ja, und wir haben jetzt Olivenöl. Wir könnten Olivenöl eigentlich verkaufen. Das brauchen wir jetzt im Moment noch gar nicht. So, und Lemnos kauft, glaube ich, das Olivenöl. So, Lemnos. Ja, oh, das passt hier gar nicht hin. Oh, wie schade. Warum passt das nicht hier hin? Passt doch. Wusste ich doch. So, dann müssen wir das hier noch verbinden. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir kriegen nochmal Geld von Stymphalos. 500 Drachmen, ne? Aber nicht viel. Ah, egal. So, dann können wir hier das Olivenöl verkaufen. Und Lemnos schenkt uns Wein. Ah, da müssen wir jetzt das Warenlager für Wein bauen. Das möchte ich hier hinbauen. Dann muss ich das mal eben kurz hier wegmachen, nämlich so. Ah nee, das sieht nicht aus. Bauen wir es so. Hat sich zwar nicht großartig was geändert, aber egal. So, es ist nicht ganz mittig. So. So, jetzt können wir den Wein annehmen. Wunderbar. Und den verkaufen wir auch direkt an Iolkos. Beziehungsweise wir müssen Folgendes machen. Iolkos ist verbittert und kriegt von uns jetzt ein mittleres Geschenk Wein. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Verkaufen, aber ich muss immer das hier aufbauen und verbinden. So. Gut, jetzt können wir wenigstens ein bisschen was verkaufen. Das dauert ja doch ganz schön. Oh, die Reben werden geerntet. Wein kann angenommen werden und Reben auch, aber nur ein Teil. Beziehungsweise Trauben. So, und dann bauen wir die Keltereien. Ach, guck mal, jetzt haben wir Olivenpressen. Also können doch Olivenöl herstellen. Okay. Ja, brauchen wir mal 2. Da bin ich sowieso im Minus. Aber wir verkaufen ja jetzt. Doch. Oh, die Lohnerwartungen ändern sich. Das heißt, wir müssen mehr Löhne zahlen. Und das passt ja gut, wenn unsere Stadtkasse im Minus ist. So, wo bleiben jetzt unsere Handelspartner? Ah ja, da geht es jetzt los. Wir kriegen nochmal eine Unterstützung von Naxos. 2000 Drachmen. Oh, vielen Dank. So, jetzt können wir auch verkaufen. Das ist gut, weil wir brauchen jetzt Holz. Okay. Olivenöl wird verkauft. Wunderbar. Dann können wir nochmal 2 Keltereien bauen. So. So, wer verkauft uns Holz? Ich glaube, das ist Trinakia.
Gut, dann brauchen wir noch den Handelsposten von Thrinakia. So, wo kann der denn jetzt hin? Hier? Ich glaube, ja. Ach, das ist ein bisschen weit weg, ne? Ah, hier können wir auch noch einen Handelsposten bauen. Ah, wunderbar. So, und dann kaufen wir jetzt ein bisschen Holz ein, so 12 Einheiten. Ja, haben wir doch hier einen schnellen Start hingelegt. Allerdings haben wir keine Nahrungsmittel mehr jetzt in den Silos, aber, naja, aber ist gut. Oh, Iolkos schenkt uns nochmal Wolle. Oh, 24 Stränge nehmen wir an. Wahnsinn. Aber unsere Bevölkerung braucht jetzt erstmal Kultur und vor allem Nahrungsmittel. Wer mich verehrt, dessen Wettkämpfer werden bei den Spielen gesegnet sein. Ja, Apoll ist in der Stadt und macht Werbung für sein Heiligtum. Ja, und Iolkos dankt für den Wein, gerne. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen glücklicher mit uns. Das Holz ist da. Und so, das reicht, glaube ich, auch jetzt. Wie viel Holz brauchen wir denn insgesamt? 12 Ladungen, ja, dann haben wir genug. Wir brauchen noch Skulpturen, 2 Stück. Die können wir noch hier einkaufen. Und den Marmor fordern wir gleich nochmal. Ja, wir beginnen jetzt mit der Kultur. Aber wir bauen jetzt erstmal das Gymnasium. Das kann hier hin. Und wir sollten die Kliniken bauen. Das ist ganz wichtig. So, die Kliniken kommen hier hin. Oder so. Dann kommt das dann dahin oder hier. Ah ne, die kommen hier hin. So. Dann habe ich das Gymnasium verkehrt gebaut. Ich glaube ja. Ach nee, habe ich nicht. So, die Skulpturen haben wir auch im Warenlager. Einkauf stoppen. Ja, dann fordern wir nochmal Marmor bei Naxos. Oh, unser Ansehen ist nicht hoch genug. Okay, dann verschenken wir mal Wolle. Ein großes Geschenk Wolle. Denn Wolle haben wir wirklich mehr als genug. Ja, man dankt auch für die Wolle. Das ist gut. Können wir jetzt Marmor fordern? Jawohl. Dankeschön. Wie sieht es denn bei Iolkos aus? Iolkos ist treu. Na wunderbar. Ja, und mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Kolonie. Ja, und Naxos gewährt uns nochmal 18 Marmorplatten. Super, dann kann der Bau jetzt hier weitergehen. Und ich glaube, dass wir auch dann alle Baumaterialien haben. Oh ja, und unsere Weizenernte wird eingefahren. Das ist auch sehr gut. Ja, im Moment brauchen wir Weizen noch nicht zu verkaufen. Wir müssen jetzt erstmal unsere Bevölkerung ernähren. So, in diesem Wohngebiet können wir jetzt auch hier das Gymnasium bauen. Und Iolkos schenkt uns Holz. 10 Holzbretter. Oh, danke. Hätten wir gar nicht einkaufen müssen. Ja, die letzte Ladung Marmor wird zu unserem Heiligtum gebracht. Wunderbar. Wir haben aber, glaube ich, zu wenig Mitarbeiter, aber nicht ganz. Ja, 8 Mitarbeiter brauchen wir nur. Das füllt sich gleich auf. So, dann können wir hier die Kunsthandwerkergilde entfernen. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Das kann jetzt hier so weg. Dann machen wir das nämlich nur so. Und bauen jetzt hier noch 2 Landarbeiterlager auf. Ach nee, wir machen hier eine Prachtstraße. Nein, wir bauen dann hier eine Allee. Das finde ich gut. So. Das finde ich schick. So, und dann können hier noch 2 Landarbeiterlager hin.
für die Reben des Heiligtums. So, dann würde ich jetzt tatsächlich das so bauen. Ja, und dann können wir hier auch nochmal Alleen bauen. Was soll denn der Geiz? An unserem Heiligtum sollten wir nicht sparen. Na. Ja, das ist doch nett. Ja, dann werden wir das zu Dionysos mal beten. Menschenskind, wie kann es eine Stadt ohne Wein geben? Ah, wunderbar. Da kommt er mit seinen Satyren und füllt unser Lagerhaus mit Wein. Das finde ich gut. Perfekt. Und er segnet auch schon unsere Kältereien. Ach, das ist doch wunderbar. Die nächste Ernte steht an. Von Reben. Dann können wir hier noch weitere Kältereien bauen. Ja, wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Das ist schlecht. Wir sollten jetzt mal etwas Weizen einkaufen. Weizen können wir durch Libyen einkaufen. So, wo können denn jetzt hier noch? Hier könnte noch ein Pier hin. Jawohl. Das können wir so bauen und dann bauen wir hier nochmal ein Architekturbüro auf. Und wir kaufen jetzt Weizen ein. So, ja, das ist doch alles gut. Ich glaube, das Holz könnten wir auch verkaufen. Oh, Iolkos fordert Nahrung an. 14 Kisten. Ja, okay. Ja, gut, dass ich jetzt den Einkauf gestartet habe. Wir sollten dann den Weizen allerdings mal hamstern. Und Iolkos schenkt uns Weizen. Das ist jetzt sehr interessant. Also dann können wir jetzt die Forderung an Weizen für Iolkos verschicken. Okay, wir haben das Geschenk direkt wieder zurückgegeben. Das ist gut. Ja, und wir haben genug Nahrungsmittel im Silo. Wir können den Weizen wieder freigeben. Ja, und wir haben auch wieder Arbeitslose. Bauen wir nochmal weitere Weizenfarmen auf. So, dann können wir hier doch wieder raus. Na, das passt doch ganz gut. Wir können im ersten Wohngebiet schon mal den Wollhändler etablieren. Dann geht das hier auch weiter. Ja, wir haben noch Holz und Marmor. Libyen kauft auch Wein. Okay, können wir eigentlich auch einstellen. 6 Einheiten. Ja, hier können wir noch Holz verkaufen. Bei Lemnos. Das, was wir da haben. So, das Heiligtum für Dionysos haben wir schon entsprechend gebaut. Ja, Wein und Weizen. Das sollte eigentlich nicht lange dauern, bis wir das mal für die Heimatstadt zur Verfügung stellen können. Ja, und Iolkos schätzt uns mehr, da wir die Nahrungsmittel geschickt haben. Eigentlich waren es ja eure Nahrungsmittel, die wir zurückgeschickt haben. So, wir können jetzt hier mal den Stadtpalast bauen. Wer kann hier hin? So. Dann können wir das hier verbinden. So, dann müssen wir aber hier eine Sperre bauen, ne? So, sonst geht das hier nicht. Und wir brauchen natürlich hier einen Architekten. Ja, dann können wir im zweiten Wohngebiet doch auch schon den Wollhändler etablieren.
So, dann bauen wir schon mal das Podium. Da brauchen wir hier diese Sperre nicht mehr. Dann kann das Podium nicht hier hin und die Philosophenschule kann hier hin. So, dann hier noch die Allee und das Steuerbüro. Ja gut, ich denke mir mal, wir werden nochmal die Weinproduktion weiter ausbauen. Ein Fest in Iolkos, 22 Amphoren Wein in 6 Monaten. Okay, dann müssen wir den Weinverkauf mal eben stoppen. Haben wir hier irgendwo noch Wein? Ah, das ist gerade verkauft worden. Doof. Okay, dann werden wir den Wein jetzt mal eben hamstern. Und wir werden noch mal eben kurz Dionysos hier anbieten, der aber keine Zeit hat. Okay, gut. Ja, jede Menge Weizen, der hier geerntet wird. Wir können mal hier das Limit auf 12 erhöhen. Wir produzieren hier so viel Weizen. Oh, da werden unsere Klettereien gerade wieder gesegnet. Sehr gut. Ja, und Iolkos schenkt uns nochmal Holz. 6 Holzbretter nehmen wir an. Können wir direkt verkaufen. Kriegen wir das denn jetzt hin mit unserer Forderung für Wein? 22 Amphoren in 6 Monaten. Okay. 5 Monate Zeit haben wir noch. Oh, das wird ein bisschen knapp werden, ne? Aber ich glaube, wir können auch Wein einkaufen. Nämlich bei Lemnos. Okay, dann, ja, ich weiß, kaufen wir mal 12 Einheiten Wein ein. So, wir könnten eigentlich die Weizengaben schon mal sammeln für die Heimatstadt. Okay. Ups, dann haben wir jetzt gar nichts mehr. Aber wir kaufen ja auch noch Weizen weiterhin ein. Das sollte jetzt kein Problem sein. Und ich sehe gerade hier noch Überschüsse an Weizen aus den Farmen jetzt ins Silo bringen. Ja, und wir haben jede Menge Arbeitslose. Bauen wir mal unsere Weinproduktion aus. Wir errichten nochmal 2 Landarbeiterlager und dann die Reben, die kommen alle hier hin. Was könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? So, ja, die werden ja jetzt auch geerntet. Ja, hier in diesem Wohngebiet müssen wir das Warenlager jetzt mal so einstellen, dass Wolle gefordert wird. Gefordert, so, 8 Einheiten. Und dann müssen wir auch ein bisschen Wolle mal einkaufen. Hier bei Iolkos können wir jetzt die Wolle einkaufen. 12 Einheiten müsste eigentlich reichen. So, ich glaube, wir haben genug Wein im Warenlager. Wir können den Einkauf stoppen, die Forderung verschicken und dann können wir Wein wieder verkaufen. Jawohl. Auch hier kann der Wein verkauft werden. Gut. Ja, wir können ja auch Olivenöl jetzt herstellen. Erstmal bauen wir noch hier weitere Kältereien. So, die Oliven werden hier bei Trinakia eingekauft. Das machen wir mal. 12 Einheiten. Und dann bauen wir hier die Warenlager auf. Die können jetzt Olivenöl annehmen. Ja, das haben wir ja schon. Und dann, nein. Und dann bauen wir vier Olivenpressen. Und mittlerweile schon 2000 Einwohner in unserer Stadt. So, und dann bauen wir nochmal Weizenfarmen. Ja, wir klotzen hier richtig. Und nochmal ein Architekturbüro. Ja, das kann jetzt hier hin.
Ja, wir produzieren hier richtig viel Weizen. Den können wir nachher dann auch entsprechend verkaufen. Aber jetzt brauchen wir ihn erstmal noch für unsere Stadt. So, hier fehlt noch das Steuerbüro und auch noch die Allee. So. Naja, ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt unsere Stadt weiter auszubauen. Wenn ich jetzt hier das Podium noch baue, ja, hier, und hier eine Sperre wegnehme, reicht das, glaube ich. Oh, wir haben ganz schön viel Geld verloren. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel Wolle. Ne? 8 Einheiten annehmen, 8 Einheiten fordern. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, dann brauchen wir allerdings auch kein Olivenöl für unsere Stadt. Das können wir dann auch verkaufen. Der Arbeitsmarkt ist mehr als voll. Jolkos schätzt uns mehr, hat ja auch den Wein gekriegt. Gut. Ja, was natürlich ein Spaß werden wird, sind die Skulpturen. 16 Stück brauchen wir, glaube ich. Ja, das sind 2 Warenlager voll, weil in einem Warenlager passen 8. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann bauen wir diese 2 Warenlager hier auf, nur für Skulpturen. Ja, und werden die dann halt jetzt hier immer weiter entsprechend einkaufen. So, Wolle brauchen wir auch keine 12 mehr, nur noch 6. Ja, und jetzt müssen wir erstmal mal gut verkaufen hier. Ja, jetzt braucht die Jolkos Skulpturen, aber die könnten wir doch fordern, oder? Naxos? Ja, fordern wir doch mal Skulpturen. Na, ich glaube, Weizen müssen wir jetzt aber nicht mehr einkaufen. Da produzieren wir jetzt mehr als genug, auch wenn unsere Silos hier leer sind. Oh, jetzt fordert Treußen Wein. 27 Amphoren. Den Wein verkaufen wir lieber. Ja, der Wein ist noch gehamstert, deswegen ist unsere Stadtkasse auch so niedrig. Das wir natürlich auch wieder verkaufen hier. Ich habe mich schon gewundert. So, Olivenöl, ja, verkaufen wir auch schon hier bei Lemnos. Sehr gut. Ja, und wir kriegen 6 Skulpturen. Das ist super. Können wir die Forderung schon mal erfüllen. Jawohl. So, ja, dann werden wir nach und nach diese Skulpturen entweder fordern. Naxos braucht Wolle. Naja, da kann ich nicht so viel zur Verfügung stellen. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung, aber wir haben Juni. Bald wird geerntet und wir haben, glaube ich, jede Menge Weizen, den wir ernten können. Ja, sehr gut. Wir werden jetzt mal den Wein nochmal hamstern, weil ich gerne jetzt die Waren für unsere Heimatstadt zur Verfügung stellen möchte. Und wir kaufen auch mal ein paar Skulpturen ein. Immer 2, genau. So, und ihr seht, wie viel Weizen jetzt hier noch stehen bleibt. Unsere Karrenträger wissen nämlich nicht, wohin damit. Dieses Silo kann jetzt auch entsprechend 32 Garben Weizen annehmen. So. Ja, mit der Menge Weizen könnten wir jetzt auch ein bisschen Weizen verkaufen, denke ich mir mal. Ja, und Jolkos schenkt uns nochmal Holz. 6 Holzbretter nehmen wir an. Dankeschön. So, und hier können wir Weizen verkaufen. 12 Einheiten. Jolkos schätzt uns mehr, da wir die Skulpturen geschickt haben. Sehr gut. Ja, und ich glaube, wir können doch noch ein paar
Landarbeiterlager bauen. Hier unsere Kältereien sind ohne Rohstoffe, obwohl das wird geerntet. Na, bauen wir trotzdem nochmal 2. So. Ja, das sieht alles gut aus. Ja, und unsere Weinlese hat begonnen. Unsere Kältereien sind wieder voll mit Rohstoff. Ich hoffe, dass wir jetzt bald hier unsere 32 Amphoren Wein haben. Ja, wir verschönern schon mal unsere Stadt ein wenig. Ja, und nochmal, fordert Iolkos Nahrung an. Können wir losschicken, da haben wir mehr als genug. So, und dann machen wir mal hier die Verschönerung. So, das füllen wir noch aus mit Parkanlagen. So, das können wir hier auch machen. Alles schön hier machen. Ja, und so gefällt mir das doch gut. So ein Denkmal haben wir auch, ein Bevölkerungsdenkmal, das kann hier hin. So. Und wir kriegen nochmal Weizen geschenkt. Das finde ich interessant. Weizen wird gefordert von Iolkos und Weizen wird geschenkt. Nehmen wir gerne an. So, und ich glaube, wir haben die 32 Amphoren Wein im Warenlager. Oder? Nee, ich glaube, eine fehlt noch. Jawohl. Jetzt haben wir sie. Können wir sammeln. Wunderbar. Dann fehlen uns jetzt noch 16 Skulpturen für die Heimatstadt. Nur den Wein wieder nutzen bzw. verkaufen. Können wir nochmal Skulpturen fordern von Naxos? Ich glaube nicht. Die sind erfreut, aber nein, das habe ich mir schon fast gedacht. Dann kaufen wir die jetzt ein. Wir verkaufen jetzt auch wieder Wein. Hier, wir können Dionysos nochmal bitten. Menschenskind, wie kann es eine Stadt ohne Wein geben? Ja, nochmal bitte das Weinlager voll machen. Dankeschön. So, sehr gut. Ja, Wein kann wieder verkauft werden. Ja, damit können wir uns den Import von Skulpturen leisten. Ja, ich glaube, wir nähern uns allmählich dem Ende unserer Kampagne hier. Nochmal ein paar Verschönerungen. Hier in unseren Wohngebieten. So, und das reicht aber auch jetzt. Ja, da haben wir doch eine schöne, kompakte, kleine Kolonie hier aufgebaut. Das gefällt mir gut. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Dürfte eigentlich in Ordnung sein. Naja. Es geht, könnte ruhig noch ein bisschen, ja, ich denke, wir bauen noch mal ein paar Weizenfarmen. Zum Schluss. So, wie sieht es jetzt aus? Ja, das kann so bleiben. Ja, und Dionysos segnet wieder unsere Kältereien. Das ist echt super. Ihr solltet diese Produktionsstätten, die eine Gottheit segnet, immer in der Nähe des Heiligtums bauen, damit er genau das machen kann, was er gerade macht. Iolkos schätzt uns mehr. Das ist doch schön. Ja, 4 Skulpturen brauchen wir noch. Das ist April. Ja. Also
Thrinakia verkauft uns 36 Skulpturen. Das ist ja nun kein Problem. Wir werden das jetzt mal so machen, dass wir hier keine 2 Skulpturen, sondern 4 Skulpturen kaufen. Das können wir uns leisten. Ja, und ich glaube, wir haben die Skulpturen zusammen. Jawohl, 16 Skulpturen stehen bereit und wir sammeln sie und schicken sie zu unserer Heimatstadt. Und damit schließen wir diese Episode erfolgreich ab. Dionysos hat sie wahrhaftig gesegnet und ihnen seine Stadt Eretria übergeben. In Korkyra herrscht reges Treiben, daher ist es an der Zeit, nach Iolkos zurückzukehren. Sie haben ihre neue Stadt Alkinos anvertraut und hoffen, dass er sich als tüchtiger und einfallsreicher Herrscher erweist. Die 5. und auch letzte Episode unseres Abenteuers Die Reisen des Jason trägt den heroischen Titel Iolkos blüht. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.